Ein Arztbesuch. Es ist ein kühler Vormittag und Paul fühlt sich ein wenig krank. Er hat Halsschmerzen und Fieber. Deshalb beschließt er, einen Arztbesuch zu machen. Paul weiß, dass er dabei auch neue deutsche Wörter lernen kann, wie Arzt, Krankheit und Rezept. Paul steht früh auf, trinkt ein Glas warmes Wasser und isst ein leichtes Frühstück. Ein Stück Toast mit Honig. Er zieht bequeme Kleidung an, nimmt seinen Rucksack mit seinem Notizbuch und einem Stift und fährt mit dem Bus zur Arztpraxis. Am Busbahnhof wartet Paul kurz, bis der Bus kommt. Während er wartet, liest er in seinem Notizbuch und wiederholt einige Wörter, die er bereits gelernt hat. Heute lerne ich Arzt, Termin, Untersuchung, schreibt er. Endlich steigt er in den Bus und fährt in Richtung der Arztpraxis. Die Arztpraxis ist ein kleines, freundliches Gebäude. Als Paul ankommt, begrüßt ihn eine nette Empfangsdame. »Guten Morgen, Herr Paul. Haben Sie einen Termin?« Paul antwortet schüchtern. »Guten Morgen. Ja, ich habe einen Termin um 10 Uhr.« Die Empfangsdame überprüft ihre Liste und sagt, »Bitte nehmen Sie im Wartezimmer Platz. Der Arzt ruft Sie bald.« Paul setzt sich auf einen Stuhl und liest ein Magazin. Er schaut auf die Uhr und wiederholt in Gedanken die neuen Wörter. Arzt, Termin, Untersuchung, Krankheit. Nach etwa 15 Minuten betritt ein Arzt das Wartezimmer. »Herr Paul, bitte kommen Sie mit mir ins Behandlungszimmer«, sagt der Arzt freundlich. Paul folgt ihm und setzt sich auf einen kleinen Stuhl. Der Arzt beginnt, Paul zu fragen, »Was fehlt Ihnen?« Paul antwortet, »Ich habe Halsschmerzen und Fieber.« Der Arzt nickt und sagt, »Ich werde Ihren Hals untersuchen. Bitte öffnen Sie den Mund.« Paul öffnet den Mund und der Arzt schaut mit einem kleinen Spiegel hinein. Während der Untersuchung erklärt der Arzt, »Sie haben eine leichte Entzündung im Hals. Ich werde Ihnen ein Rezept für ein Medikament schreiben.« Paul hört aufmerksam zu und wiederholt leise, »Entzündung, Rezept, Medikament.« Der Arzt schreibt das Rezept und gibt Paul noch einige Tipps. »Trinken Sie viel Tee und Ruhe. Wenn es schlimmer wird, kommen Sie bitte wieder.« Paul bedankt sich. »Vielen Dank, Herr Doktor.« Der Arzt lächelt und sagt, »Gern geschehen, gute Besserung.« Paul verlässt das Behandlungszimmer und kehrt in das Wartezimmer zurück, um sich noch ein paar Minuten auszuruhen. Auf dem Heimweg im Bus denkt Paul über den Arztbesuch nach. Er wiederholt in seinem Kopf die neuen Wörter, die er gelernt hat. Arzt, Untersuchung, Rezept, Medikament, murmelt er leise. Zu Hause angekommen, ruht sich Paul aus, trinkt viel Tee und nimmt die Medikamente, die ihm der Arzt verschrieben hat. Später schreibt er in sein Tagebuch, »Heute war ein Arztbesuch. Ich habe viele neue Wörter gelernt und fühle mich bald hoffentlich besser. Wörter: Arzt, Termin, Rezept, Untersuchung, Krankheit.« Paul fühlt sich erleichtert und ist dankbar, dass alles gut gelaufen ist. So endet ein wichtiger Arztbesuch, der Paul nicht nur hilft, sich besser zu fühlen, sondern ihm auch neue deutsche Vokabeln vermittelt hat. Ein Tag im eigenen Garten. Es ist ein sonniger Frühlingstag und Martina möchte einen Tag in ihrem eigenen Garten verbringen. Sie liebt die Natur und die Arbeit im Garten. Heute plant sie, Blumen zu pflanzen, den Rasen zu mähen und frisches Gemüse zu ernten. Dabei möchte sie auch neue Wörter lernen wie Blume, Pflanze und Gartenarbeit. Martina steht früh auf, frühstückt ein warmes Müsli mit Joghurt und einer Banane. Danach zieht sie bequeme Gartenkleidung an und nimmt ihre Gartengeräte: eine Hake, eine Schaufel und eine Gießkanne. Außerdem packt sie ihr Notizbuch und einen Stift ein, um die neuen Wörter aufzuschreiben. Im Garten angekommen, schaut Martina sich zuerst um. Der Garten ist groß und schön,
mit einem kleinen Teich, bunten Blumenbeeten und einem Gemüsebeet. Sie schreibt in ihr Notizbuch Garten, Blumen, Gemüse, Teich. Martina beginnt mit dem Mähen des Rasens. Sie schaltet den Rasenmäher ein und fährt über die grüne Wiese. Dabei hört sie die vertrauten Geräusche des Gartens, das Summen der Bienen und das Zwitschern der Vögel. Nach dem Rasenmähen widmet sich Martina den Blumenbeeten. Sie zieht Unkraut aus den Beeten und pflanzt neue Blumen. Diese Blumen werden bald blühen, sagt sie, während sie bunte Tulpen und Narzissen einpflanzt. Sie notiert sich Pflanzen, Blühen, Unkraut. Martina freut sich, dass sie ihren Garten sauber und bunt gestaltet. Danach geht sie in das Gemüsebeet. Dort wachsen Karotten, Tomaten und Salat. Martina prüft, welche Pflanzen reif sind. Sie erntet einige Tomaten, die rot und saftig sind. Frisches Gemüse ist gesund, denkt sie und schreibt in ihr Heft Gemüse, Ernten, Tomate. Mit ihrer Schaufel lockert sie die Erde und bereitet das Beet für neue Pflanzen vor. Zwischendurch macht Martina eine kurze Pause. Sie setzt sich auf eine Bank im Garten, trinkt ein Glas Wasser und genießt die Sonne. Der Garten ist mein kleiner Rückzugsort, murmelt sie zufrieden. Sie beobachtet, wie Schmetterlinge über die Blumen flattern und hört das Summen der Bienen. Dabei notiert sie weitere Wörter wie Schmetterling und Biene. Am Nachmittag entscheidet sich Martina, noch etwas Neues auszuprobieren. Sie legt sich an ihren kleinen Gartentisch und liest ein Buch über Gartenarbeit auf Deutsch. Dabei lernt sie neue Vokabeln und schreibt sie in ihr Notizbuch. Heute lerne ich gießen, düngen, beet, schreibt sie eifrig. Sie übt, die Wörter laut auszusprechen und fühlt sich stolz, weil sie jeden Tag ein bisschen mehr lernt. Später räumt Martina ihre Werkzeuge zusammen und gießt alle Pflanzen gründlich. Der Garten sieht nun frisch und lebendig aus. Ich habe viel erreicht heute, sagt sie zu sich selbst. Zum Abschluss macht sie noch einen kleinen Spaziergang um den Garten, um alle Bereiche ein letztes Mal zu betrachten. Am Abend sitzt Martina auf ihrer Terrasse, trinkt einen Kräutertee und schreibt in ihr Tagebuch: Heute habe ich im Garten gearbeitet. Ich habe gemäht, Blumen gepflanzt und Gemüse geerntet. Ich habe viele neue Wörter gelernt. Garten, Blume, Ernten, Pflanzen, Gießen. Es war ein schöner und produktiver Tag. Martina fühlt sich glücklich und entspannt, weil sie in ihrem eigenen Garten Ruhe und Freude gefunden hat. So endet ein lehrreicher Tag im eigenen Garten, der Martina nicht nur frische Luft und Bewegung, sondern auch viele neue deutsche Vokabeln geschenkt hat. Ein Besuch in einem Buchladen. Es ist ein ruhiger Nachmittag und Jonas liebt es, in Buchläden zu stöbern. Heute möchte er einen neuen Roman auf Deutsch finden und dabei neue Wörter lernen. Jonas steht früh auf, frühstückt ein belegtes Brot und einen Apfelsaft und macht sich dann auf den Weg zu einem kleinen, gemütlichen Buchladen in der Innenstadt. Auf dem Weg dorthin fährt Jonas mit dem Fahrrad. Die Straßen sind belebt und er freut sich auf die Ruhe im Buchladen. Am Eingang des Buchladens sieht er ein großes Schaufenster, in dem bunte Buchcover ausgestellt sind. Ein Schild über der Tür lautet: Herzlich willkommen im Bücherparadies. Jonas lächelt und tritt ein. Im Inneren ist der Buchladen ruhig und freundlich eingerichtet. Überall stehen Regale mit Büchern in verschiedenen Genres: Romane, Abenteuer, Sachbücher und Kinderbücher. Jonas geht langsam die Gänge entlang und schaut sich die Buchrücken genau an. Er hört leise Musik im Hintergrund und fühlt sich sofort wohl. Ich möchte heute einen spannenden Roman finden, denkt er und notiert in seinem Notizbuch Buch, Roman, Lesen. An einem Regal entdeckt Jonas ein Buch mit einem schönen Cover. Es heißt Die Reise ins Unbekannte. Der Titel klingt interessant
und Jonas blättert in das Buch hinein. Er liest die ersten Seiten und versteht den einfachen Text gut. »Das ist genau mein Niveau«, sagt er leise. Er nimmt das Buch aus dem Regal und geht zur Kasse. Am Schalter steht eine freundliche Kassiererin. »Guten Tag, möchten Sie dieses Buch kaufen?« fragt sie. Jonas nickt und antwortet, »Ja, bitte, es gefällt mir sehr.« Er bezahlt das Buch und bedankt sich höflich. »Vielen Dank.« Beim Bezahlen schreibt er in sein Notizbuch, »Bezahlen Kassiererin Buch.« Nachdem er den Buchladen verlassen hat, setzt sich Jonas in ein nahegelegenes Café. Dort liest er in Ruhe weiter in seinem neuen Roman. Zwischendurch trinkt er einen heißen Kaffee und schreibt neue Wörter auf, die er nicht kennt. Er notiert Wörter wie Abenteuer, Reise und unbekannt in sein Heft. Während er liest, beobachtet er die Menschen im Café. Einige unterhalten sich leise, andere arbeiten an Laptops. Die Atmosphäre ist ruhig und entspannt. Jonas fühlt sich inspiriert und freut sich, dass er in seinem Buchladenbesuch nicht nur ein schönes Buch gefunden, sondern auch viele neue deutsche Wörter gelernt hat. Nach ein paar Stunden im Café packt Jonas seine Sachen zusammen und fährt mit dem Fahrrad nach Hause. Unterwegs denkt er an die Geschichten, die er im Buch gelesen hat, und wiederholt leise die neuen Wörter in seinem Kopf. Buch, Roman, Abenteuer, Reise, das sind tolle Wörter, murmelt er. Zu Hause angekommen, setzt sich Jonas an seinen Schreibtisch und schreibt in sein Tagebuch: Heute habe ich einen schönen Tag im Buchladen verbracht. Ich habe einen spannenden Roman gefunden und viele neue deutsche Vokabeln gelernt. Der Besuch war sehr inspirierend und hat mir viel Freude bereitet. Er schließt sein Notizbuch und freut sich auf das Lesen seines neuen Buchs. So endet ein inspirierender Besuch in einem Buchladen, der Jonas nicht nur einen interessanten Roman, sondern auch viele neue deutsche Wörter und schöne Erinnerungen geschenkt hat. Ein Konzertbesuch. Es ist ein sonniger Abend und Daniel freut sich sehr auf sein erstes Konzert. Er liebt Musik und möchte live seine Lieblingsband sehen. Heute Abend spielt die Band Sonnenklang in einer kleinen Konzerthalle in der Innenstadt. Daniel steht früh auf, zieht seine bequemen Jeans und sein T-Shirt an und frühstückt ein leichtes Brot mit Butter. Dabei liest er kurz seinen Kalender. Konzertbeginn 19 Uhr. Konzert von Sonnenklang. Er packt seinen Rucksack, in dem sich sein Notizbuch, ein Stift und seine Kopfhörer befinden, und fährt mit dem Fahrrad in die Innenstadt. Auf dem Weg zum Konzert hört Daniel seine Lieblingsmusik und genießt die frische Abendluft. Er grüßt freundlich vorbeigehende Menschen. Guten Abend! Er freut sich auf den Abend und denkt, heute lerne ich neue Wörter wie Konzert, Band, Live und Auftritt. Als er an der Konzerthalle ankommt, sieht er, dass vor dem Eingang schon viele Fans stehen. Bunte Lichter und Plakate hängen außen an der Halle. Daniel kauft sein Ticket an einem Automaten. Auf dem Bildschirm liest er die Informationen. Konzert, Eintritt 15 €, Beginn 19 Uhr. Er zahlt bar und erhält sein Ticket. In seinem Notizbuch schreibt er: Konzert, Ticket, Eintritt. Daniel betritt die Halle. Der Raum ist gedimmt und die Bühne ist von bunten Lichtern erleuchtet. Er findet einen freien Platz in der Mitte und setzt sich. Kurz vor Beginn hört er, wie die Lautsprecher eine Ansage machen. Liebe Gäste, das Konzert beginnt in wenigen Minuten. Bitte nehmen Sie Platz. Daniel hört aufmerksam zu und fühlt sich gespannt. Plötzlich beginnt die Musik. Die Band Sonnenklang betritt die Bühne. Die ersten Klänge der Gitarre, das Schlagzeug und die Stimme des Sängers füllen den Raum. Daniel fühlt den Rhythmus und beginnt leise mitzusingen. Die Musik ist so schön, denkt er, während er die neuen Wörter wie Live,
Auftritt und Band wiederholt. Die Stimmung ist ausgelassen. Fans klatschen, tanzen und singen mit. Daniel steht manchmal auf und bewegt sich zur Musik, während er die Energie des Konzerts spürt. Er sieht, wie die Band Lieder spielt, die er gut kennt. Zwischen den Liedern spricht der Sänger in einfachem Deutsch: »Vielen Dank, dass ihr heute hier seid. Wir wünschen euch einen schönen Abend.« Daniel lächelt und wiederholt die Worte in seinem Kopf. Dank, Abend, schön. Während des Konzerts macht Daniel auch Notizen in seinem Heft. Er schreibt auf: Konzert, Bühne, Licht, Applaus, Musik. Wörter, die er gut verstehen möchte. Die Musik und die Lichter verbinden sich zu einem unvergesslichen Erlebnis. Nach etwa 2 Stunden endet das Konzert. Die Band verabschiedet sich. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Die Fans jubeln und klatschen noch einmal begeistert. Daniel fühlt sich glücklich und inspiriert. Er verlässt die Konzerthalle und geht mit vielen neuen Eindrücken und Vokabeln nach Hause. Auf dem Heimweg in der Straßenbahn denkt Daniel über den Abend nach. Er wiederholt leise die neuen Wörter in seinem Kopf. Konzert, Applaus, Auftritt. Ich habe so viel erlebt. Zu Hause angekommen, setzt er sich an seinen Schreibtisch, öffnet sein Notizbuch und schreibt in sein Tagebuch: Heute habe ich ein tolles Konzert besucht. Ich habe viel Musik gefühlt und viele neue Wörter gelernt. Es war ein unvergesslicher Abend. Daniel freut sich schon auf das nächste Konzert und darauf, weiterhin Deutsch zu lernen. Ein Tag auf der Technikausstellung. Es ist ein klarer, frischer Morgen und Clara hat sich entschlossen, eine Technikausstellung in der Innenstadt zu besuchen. Dort zeigt ein großer Veranstaltungsort die neuesten Entwicklungen aus der Technik. Roboter, Computer und innovative Gadgets werden präsentiert. Clara interessiert sich sehr für Technik und möchte gleichzeitig ihre Deutschkenntnisse verbessern. Clara steht früh auf, isst ein gesundes Frühstück mit Müsli, Obst und Joghurt und zieht bequeme Kleidung an. Sie packt ihren Rucksack mit ihrem Notizbuch, einem Stift und ihrer Kamera. Heute lerne ich Wörter wie Technik, Roboter, Innovation und Ausstellung, schreibt sie in ihr Heft. Mit dem Fahrrad fährt Clara in die Innenstadt. Unterwegs hört sie leise Musik und beobachtet die Menschen, die zur Ausstellung gehen. Am Veranstaltungsort angekommen, sieht sie ein großes, modernes Gebäude mit Glasfassade und vielen bunten Plakaten. Ein großes Schild liest: Technikausstellung, Innovationen von morgen. Clara kauft ihr Ticket am Eingang. Der Automat zeigt an: Eintritt 10 €, Ausstellung, Technik und Innovation. Sie zahlt und notiert sich: Ticket, Eintritt, Technik, Innovation. Im Inneren des Gebäudes herrscht eine lebhafte Atmosphäre. Überall stehen Stände mit verschiedenen technischen Errungenschaften. Clara geht zuerst zu einem Stand, an dem ein kleiner Roboter vorgeführt wird. Ein Techniker erklärt den Besuchern: Dieser Roboter kann einfache Aufgaben ausführen. Er bewegt sich, spricht und reagiert auf Befehle. Clara hört aufmerksam zu, macht Fotos und schreibt in ihr Notizbuch: Roboter, bewegen, sprechen, Befehle. Weiter geht es zu einem Stand mit innovativen Computern und Gadgets. Clara probiert einige Geräte aus und sieht, wie moderne Technik den Alltag erleichtert. Ein Mitarbeiter erklärt ihr, dass diese Geräte mit dem Internet verbunden sind und viele nützliche Funktionen haben. Das ist beeindruckend, sagt Clara und wiederholt leise: Computer, Internet, Funktion, Gerät. Nach einigen Stunden, in denen Clara viele Stände besucht hat, macht sie eine Pause in einem kleinen Café, das in der Ausstellungshalle eingebaut ist. Sie bestellt einen heißen Kaffee und ein Stück Kuchen. Während sie sitzt, liest sie einen kurzen Text auf Deutsch über die Zukunft der Technik. Innovationen und Fortschritt. Das sind spannende Themen.
denkt sie und schreibt in ihr Heft: Innovation, Fortschritt, Zukunft. Gestärkt kehrt Clara zu den Ausstellungsständen zurück. Sie besucht einen Stand, an dem Virtual-Reality-Brillen gezeigt werden. Ein junger Techniker setzt einer Besucherin eine VR-Brille auf und erklärt, wie man damit in virtuelle Welten eintauchen kann. Clara probiert die Brille aus und staunt. Das ist, als ob ich in eine andere Welt eintauche. Sie notiert: Virtual Reality, Brille, Welt. Am Nachmittag verlässt Clara die Ausstellung mit vielen neuen Eindrücken und Vokabeln. Auf dem Heimweg in der Straßenbahn wiederholt sie die neuen Wörter in ihrem Kopf. Technik, Roboter, Innovation, Virtual Reality. Das war ein spannender Tag. Zu Hause angekommen, setzt sie sich an ihren Schreibtisch und schreibt in ihr Tagebuch: Heute war ein lehrreicher Tag auf der Technikausstellung. Ich habe viele neue Wörter gelernt und viele beeindruckende technische Erfindungen gesehen. Ich freue mich, wenn ich weiterhin so viel über Technik lerne. Clara ist begeistert von den Möglichkeiten der Zukunft und von ihrem eigenen Fortschritt in der deutschen Sprache. Ein Besuch beim Tierarzt. Es ist ein kühler Vormittag und Jana ist besorgt um ihren Hund Rocky. Rocky hat seit ein paar Tagen Husten und scheint müde zu sein. Daher beschließt Jana, einen Termin beim Tierarzt zu vereinbaren. Jana liebt ihren Hund sehr und möchte sicherstellen, dass es ihm gut geht. Und dabei lernt sie auch neue deutsche Wörter rund um Tiere und Gesundheit. Jana steht früh auf, frühstückt ein belegtes Brot und trinkt einen heißen Tee. Sie zieht bequeme Kleidung an und packt ihren kleinen Rucksack. Darin befinden sich ihr Notizbuch, ein Stift und der medizinische Bericht von Rocky. Heute lerne ich Wörter wie Tierarzt, Untersuchung, Medikament und Gesundheit, schreibt sie in ihr Heft. Mit Rocky an der Leine fährt Jana mit dem Bus zur Tierarztpraxis. Unterwegs streichelt sie Rocky, der mit seinem Schwanz fröhlich wedelt. Im Bus liest sie einen kurzen Artikel über Haustiere und lernt dabei neue Vokabeln. Ah, gute Besserung für Rocky, murmelt sie leise. An der Tierarztpraxis angekommen, betritt Jana das Gebäude und wird von einer freundlichen Empfangsdame begrüßt. »Guten Morgen, wie kann ich Ihnen helfen?« Jana erklärt: »Guten Morgen, ich habe einen Termin für meinen Hund Rocky. Er hustet und ist sehr müde.« Die Empfangsdame lächelt und sagt: »Bitte nehmen Sie im Wartezimmer Platz. Der Tierarzt ruft Sie in Kürze.« Jana setzt sich auf einen Stuhl und liest in ihrem Notizbuch die Wörter Tierarzt, Untersuchung, Husten, Gesundheit. Nach etwa 15 Minuten betritt Dr. Weber, der Tierarzt, das Wartezimmer. »Frau Jana, bitte kommen Sie mit mir ins Behandlungszimmer«, sagt er freundlich. Jana folgt Doktor. Weber und Rocky wird vorsichtig auf einen speziellen Untersuchungstisch gesetzt. »Was fehlt Ihrem Hund?« fragt der Tierarzt. Jana antwortet: »Er hat seit 2 Tagen Husten und wirkt schwach.« Dr. Weber untersucht Rocky sorgfältig, hört mit dem Stethoskop auf sein Herz und seine Lunge und fragt: »Hat er auch Fieber?« Jana fühlt Rocky, misst seine Temperatur und verneint: »Nein, er hat kein Fieber.« Der Tierarzt notiert sich alles und erklärt: »Rocky hat eine leichte Atemwegsinfektion. Ich verschreibe ein Medikament und empfehle Ruhe sowie viel Flüssigkeit.« Jana hört aufmerksam zu und wiederholt leise: Medikament, Ruhe, Flüssigkeit. Dr. Weber schreibt ein Rezept und gibt Jana detaillierte Anweisungen, wie oft Rocky das Medikament nehmen soll. »Bitte geben Sie ihm das Medikament 2-mal täglich«, erklärt er. Jana bedankt sich herzlich. »Vielen Dank, Herr Doktor. Ich hoffe, er wird bald gesund.« Dr. Weber lächelt. »Gern geschehen. Wenn sich sein Zustand nicht verbessert, kommen Sie bitte wieder.« Nachdem die Untersuchung beendet ist, kehrt Jana ins Wartezimmer zurück
um sich einen Moment auszuruhen. Auf dem Heimweg im Bus denkt sie über den Arztbesuch nach und wiederholt die neuen Wörter in ihrem Kopf. Tierarzt, Untersuchung, Rezept, Medikament, Gesundheit. Zu Hause angekommen, gibt Jana Rocky das verschriebene Medikament, füttert ihn und sorgt dafür, dass er viel Wasser trinkt. Später schreibt sie in ihr Tagebuch: Heute war ein wichtiger Tag. Ich habe beim Tierarzt viele neue Wörter gelernt und mich gut um Rocky gekümmert. Ich hoffe, dass er bald wieder gesund ist. Jana fühlt sich erleichtert und ist froh, dass sie ihr Deutsch in einer realen Situation anwenden konnte. So endet ein besorgter, aber lehrreicher Tag beim Tierarzt, der Jana und Rocky hilft und ihr viele neue Vokabeln rund um Gesundheit und Tiere gebracht hat.